Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Praxis. Heute wollen wir euch was über die Winterruhe bei Reptilien erklären. Zum einen hier bei den Schildkröten, auf die komme ich dann gleich vorneweg, aber erst noch mal zu den Echsen. Wir müssen ein bisschen unterscheiden, was für eine Winterruhe wir bei den Reptilien machen wollen. Die meisten Echsen machen keinen Winterschlaf in dem Sinn, dass sie wirklich über Monate hinweg bei gleichbleibend niedriger Temperatur völlig schlafen oder völlig funktionslos sind sozusagen. Bei den meisten Echsen reicht es, zum Beispiel jetzt bei Bardergamen, bei Leopardgeckos, wenn man die wirklich in einem kühleren Raum oder in einem einigermaßen kühlen Wohnraum überwintern lässt in ihrem Terrarium, wo sie sind. Ja, also wie gesagt, nicht gerade die wärmste Ecke, auch nicht gerade neben dem Kachelofen, nicht gerade neben der Heizung. Aber wenn man das Terrarium an der Stelle stehen hat oder es vielleicht an eine Stelle stellen kann, die nachts vielleicht bis auf 15 Grad runtergeht, 15, 16, eine kühle Wohnung, tagsüber von mir aus auch 20, 21 Grad, dann kann man da sicherlich eine gute Winterruhe machen für viele Echsen im Terrarium, ja, Bardergame, Leopardgecko, viele andere Agamen, die so eine bedingte Winterruhe machen. Aus meiner Erfahrung reicht es absolut aus. Man tut das Wasser wechseln im Terrarium, man füttert in der Zeit nicht und natürlich die Tiere beobachten, wie sie sich verhalten, und dann hat man da schon im Terrarium selber eine gute Winterruhe. Andere Echsen brauchen es ein bisschen kühler. Die Teus möchte man noch kurz ansprechen, weil die doch mittlerweile recht populär sind. Bei den Teus darf es nachts ruhig gleich ein wenig kühler werden, auch mal auf die 10 Grad runter. Aber bei den Teus auch ganz wichtig, macht da keine Winterruhe wie bei den Landschildkröten. Also nicht bei 8 Grad in den Kühlschrank stellen, da wachen euch die Teus nicht mehr auf. Die brauchen auch warme Tage mit 20, 25 Grad. Also so ein Teu überwintert am besten in so einer Art Wintergarten, manchmal runter bis auf 6, 8 Grad, aber manchmal auch die Temperatur hoch, 20, 25 Grad. Also nicht durchgehend kalt überwintern. Und dann gibt es eben diese europäischen Landschildkröten. Ich habe hier so eine Breitrandschildkröte hier ein bisschen in der Hand, um da ein wenig die Symbolik hier besser zu zeigen. Die europäischen Landschildkröten, die muss ich wirklich kühl überwintern. Da brauche ich so eine Überwinterungsbox, sowas wie hier, da diese Kunststoffboxen eignen sich hier. Dann brauche ich ein Substrat dazu, beziehungsweise ich muss die Box einrichten, und das möchte ich euch jetzt gerade mal hier zeigen. In dem Fall würde ich ehrlich gesagt hier zu der kleineren Box tendieren, aber jetzt ist es praktischer, weil ich es jetzt schon ein wenig so vorbereitet habe. Hier habe ich so Pinieneinstreu drin, das nehme ich als Bodensubstrat. Da mache ich das Tier rein. Noch kurz zu der Box, die hat natürlich Luftlöcher unten und oben, dass hier auch ein Luftaustausch in der Box stattfindet. Aber insgesamt ist sie geschlossen. Da kommt nachher auch der Deckel drauf, dass sie wirklich geschlossen ist. Ein wichtiger Punkt hier gleich an der Stelle: Ihr müsst wirklich aufpassen, wenn ihr das zum Beispiel im Keller macht oder je nachdem, wo ihr die Tiere überwintert. Man hat ja meinetwegen Nagetiere, Mäuse, Ratten, irgendwas oder Iltisse vielleicht im Haus, wo man gar nicht damit rechnet. Das Tier muss wirklich so in der Box drin sein, dass kein Nagetier da reinkommt und womöglich das Tier anfrisst, auffrisst, tötet, wie auch immer. Also es muss gut abgeschlossen sein, die Box, mit Deckel, eine sichere Box, eine Holzbox, eine Kunststoffbox, dass kein anderes Tier eurer Schildkröte schaden kann. Ja, dann eben zum Aufbau. Ich habe hier, also ich empfehle euch, wie ich es kenne seit Jahren. Als Untergrund nehme ich einfach so ein Pinieneinstreu, was ich unten drin habe, einfach ein wenig als Drainageschicht auch oder als Schicht. Dann kann man hier dieses Sphagnummoos verwenden, kann ich hier mit reinmachen, ein bisschen locker verteilen. Das Moos hält einfach gut die Feuchtigkeit. Und wegen das Wichtigste, da müsst ihr auch ein wenig vorausschauend handeln, sucht euch im Herbst Blätter, die ihr nehmen wollt. Bei den Blättern noch muss man ein wenig aufpassen, also die Bs sind immer gut, Buche, Birke eignen sich sehr gut, schimmeln fast nicht,
haben im Vergleich zu zum Beispiel Eiche, hat relativ viel Gerbsäure. Buche und Birke haben das nicht. Also die sind eigentlich wirklich gut geeignet. Jetzt hier in dem Fall habe ich habe viel Buchen hier in meinem Garten. Ich habe hier so Birken, nicht Buche. Ich habe Birken im Garten, deswegen hier Birkenlaub. Ich habe noch nicht allzu viel gefunden. Wir machen die Folgen ja ein wenig früh. Wir wollen es euch ja zeigen, wenn der Herbst kommt. Deswegen hier auch noch ein wenig grüne Blätter mit dabei, aber so die ersten Blätter sind schon da. Also mache ich hier das Laub in meine Überwinterungskiste. Das dürfte jetzt sogar noch gleich ein bisschen mehr sein für die große Kiste. Ich würde es fast voll machen. Und Schildkröte ist da drin. Jetzt kommt der Deckel drauf und Deckel zu. Und dann ist die Schildkröte hier in dieser Box für die nächsten 2-3 Monate gut aufbewahrt. Man tendiert dazu, immer wieder mal reinzuschauen, zu überprüfen, ist denn alles okay. Ich möchte euch den Tipp geben, wenn ihr von dem Tier nichts seht, also wenn es so wie jetzt das Tier nicht auftaucht oder hochkommt, dann ist an sich alles okay. Es kann passieren in der Winterruhe, dass die Schildkröte rauskommt und oben drauf rumläuft. Das ist ein Indiz dafür, dass es vielleicht zu warm ist von der Temperatur her, ne? Temperatur ist auch noch ein guter Punkt, so 8 Grad würde ich euch als Überwinterung für die europäischen Landschildkröten empfehlen. 8 Grad in einem möglichst, ich möchte nicht sagen in einem feuchten Keller, aber auch die Luftfeuchtigkeit spielt natürlich eine große Rolle. Die Substrate, die wir jetzt hier reingemacht haben, sind ja alles Substrate, die eine gewisse Feuchtigkeit haben. Das ist ganz wichtig. Es darf da drin nicht austrocknen, ne? Wenn ihr jetzt nach 2-3 Monaten das aufmacht und es ist alles staubtrocken, dann hat eure Schildkröte ein Problem und ihr habt ein Problem. Die Feuchtigkeit muss sich da drin halten in dieser Box und die muss drin bleiben. Habt ihr jetzt einen extrem trockenen Keller, der hier die ganze Luftfeuchtigkeit rauszieht, ist es absolut unpraktisch oder dann solltet ihr euch wirklich eine Alternative suchen. Alternative zu dem Keller kann auch zum Beispiel der Kühlschrank sein. Ne? Die Obst-Gemüsefächer, die unten drin im Kühlschrank sind, die haben auch so um die 8 Grad, eignen sich auch perfekt zum Überwintern von Schildkröten. Ist halt die Frage, ob ihr das in eurem Kühlschrank wollt oder ob ihr vielleicht einen extra Kühlschrank habt, den ihr dazu verwenden könnt. Da eignet sich auch einwandfrei. Ja, also passt auf mit der Feuchtigkeit. Ganz wichtig, dass das Tier permanent in einem feuchten Element überwintert. Ich glaube, ich habe alles dazu gesagt. Achso, nee, ein ganz wichtiger Punkt natürlich vorweg, noch 2 Punkte. Zum einen, ich habe jetzt eine recht kleine Schildkröte genommen zum Zeigen. Für mich wieder als Gedächtnisstütze, damit ich es nicht vergesse. Jetzt hätte ich es doch fast vergessen. In der Natur überwintert eine Schildkröte natürlich schon den ersten Winter. Es ist ja nicht so, dass es im ersten Winter, dass die dann nach Afrika mit den Zugvögeln nach Afrika fliegt und warm überwintert, sondern die Schildkröte ist in Europa, da wird es kalt und da muss die schon im ersten Winter überwintern und das brauchen die auch. Also wenn ihr eine gute, gesunde Landschildkröte habt, dann macht die Winterruhe auch schon im ersten Winter. Das als wichtiger Punkt. Früher hat man mal gesagt, erste Winter macht man nicht oder sowas. Quatsch, erste Winter muss sein, die Tiere brauchen diese Winterruhe. Und der zweite Punkt ist natürlich, es muss ein gesundes Tier sein. Wenn ihr euch selber nicht gut genug auskennt oder euch nicht sicher seid, geht zum Tierarzt, lasst das Tier untersuchen. Wichtig, dass es nicht randvoll mit Parasiten ist. Ne? Es kann immer mal sein, Schildkröten kriegen Würmer, das ist nichts übermäßig Ungewöhnliches oder Schlimmes. Die tut man natürlich behandeln, wenn sie haben, aber es ist nichts Ungewöhnliches. Also lasst das Tier untersuchen auf Parasiten, macht eine Kotprobe, zeigt es jemand, der sich auskennt, ob das Tier schwer ist. Man fühlt es eigentlich, wenn man es so in die Hand nimmt, wenn man eine Erfahrung hat. Also das Tier, das fühlt sich sozusagen schwer an in meiner Hand, weil es dick und kräftig ist und gesund. Das ist ein wichtiger Punkt. Oder es gibt so diesen Trick hier mit den Vorderbeinen. Ne? Ich kann das Tier da so festhalten und wenn der sich mit seinen Vorderbeinen hier richtig gegen meine Finger wehrt, ist das Tier auch gut und kräftig. Das müsst ihr natürlich vor der Winterruhe überprüfen. Ihr dürft kein krankes Tier in die Winterruhe geben, dann würde es den Winter nicht überleben. Es muss gesund und kräftig und möglichst parasitenfrei sein.